das? Also pass auf, ich zeige erstmal Uhrzeit. Es ist 10 nach 9, okay? Daneben haben wir noch ein kleines Ding. Da bewegt sich ein schnelleres, wer ist das? Weißt du? Mark, help! Schnell! Was sagst du auf Russisch? Strelka. Strelka. Strelka, genau. Da Die bewegt sich sehr der schnell. Strelka bewegt sich schnell. Sieht ja schön aus. So, den habe ich noch nie gesehen. Ja, was macht man damit? Die ist bestimmt teuer. Siehst du doch, was denkst du, was das Ja, ist? hier oben Datum, aber das hier. Nein. Wofür ist das? Das ist, um die Minuten zu zählen. Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Geber und heute haben wir etwas Großartiges vor mit meiner Frau Victoria. Und zwar was heißt neues Format, aber ja... Noch ein neues Format machen wir. Oha. Nein, Aber bald kann ich gar nicht mehr im Büro arbeiten, bin ich ja nur hier auf YouTube und so unterwegs. Ja, man weiß es nicht. Wir haben heute Folgendes vor, und zwar erkläre die Uhrenfunktion. Falls ihr euch schon mal gefragt habt, das habt ihr euch schon. wofür ist denn eine Submariner, wofür ist denn eine GMT Master, wofür ist eine Daytona, was macht man damit? Außer jetzt am Handgelenk gut aussehen. Ne? Ja. Und dafür haben wir hier in dieser wunderschönen, dekorativen Louis Vuitton Box, haben wir ein paar Vielleicht eine Werbung, oder? haben wir ein paar Uhren, opa, habe ich gerade gedacht, das Ding fällt zu. Haben wir ein paar Uhren drin. Und die Uhren wirst du kennen, ne? Du wirst auch die Preise kennen. Ist das so? Also zunächst einmal, es hat ja nur, wenn jetzt Victoria das nicht weiß, hat nichts damit zu tun, dass sie kompetent ist. Ich weiß gar nichts. Ich weiß keine Ahnung, was gleich auf mich zukommt. Okay, man kann die Uhren auch verkaufen, ohne jetzt die Funktionen zu wissen. Das war auf jeden Fall mein Ursprung. So habe ich angefangen, die ersten Videos zu drehen, weil ich nicht wusste, wie die Funktionen waren. Wir fangen erstmal einfach an, okay? Wir machen erstmal ganz langsam. Okay. Wir fangen an mit der 5712 von Patek Philippe. So, was ist das für eine, also was kann man hiermit machen, Victoria? Ja, also zumindest fragt jeder immer nach 5512. 5712. 5712, genau. 5712 fragt jeder immer nach. Genau. Und das ist wunderschöne Patek-Modell mit einem wunderschönen blauen Zifferblatt. Schön flach. Darum geht es nicht. Es geht um die Funktion. Es geht um die ich muss das nur verkaufen. Nein, also guck aufs Zifferblatt, siehst du ja, was da abgeht. Also auf dem Zifferblatt geht einiges ab. Und zwar, ich sehe Mond mit Sternen. Okay, Mondphase? Mondphase mit Sternen bedeutet, die läuft auch nachts. Nein? Nein, ist das nicht das? Also pass auf, ich zeige erstmal Uhrzeit. Es ist 10 nach 9, okay? Daneben haben wir noch ein kleines Ding. Da bewegt sich ein schnelleres, wer ist das? Weißt du? Mark, help! Schnell! Was meinst du? Ich habe das Wort nur vergessen. Was sagst du auf Russisch? Strelka. Strelka. Strelka, genau. Da die bewegt sich sehr schnell. Der Strelka bewegt sich schnell, ja. Der hier macht. Okay, und das zeigt anscheinend irgendwelche Sekunden. 50, Nicht nur irgendwelche Sekunden, 60. unsere Sekunden. Unsere Sekunden, Ja. Okay, genau. Und dann, wo die Sterne und das Mond ist, bedeutet, dass es ewiger Kalender ist. Nein, also Nicht? das Okay. ist einfach ein Monatskalender. Monatskalender, ja, immerhin Monatskalender. Und oben haben wir auch noch ein paar Ziffern. Die werden uns zeigen, dass wir, vielleicht das Datum? Nein, Das oben, Datum nicht. das Datum habe ich ja schon gesagt, hier unten in der Ecke. das ist unten. Oben links in der Ecke ist die Gangreserve, wie lange die Uhr noch läuft. Ob okay. sie jetzt zum Beispiel noch 4 Stunden läuft oder 48, 24. ja genau, oder 12, 48 Stunden, so lange läuft die dann noch. Okay. Zum Beispiel, wenn du die jetzt aufziehst, ne, wenn Ja. man jetzt so macht und du die jetzt aufziehst, Bis nicht mehr geht, ne? guckst, siehst du den Zeiger? Siehst du Strelka oben links? Strelka bewegt sich jetzt. Ja, Strelka bewegt sich auf 48 Strelka, Stunden. Belka, Колесо. So, und das ist die Funktion. Weißt du, dass Strelka der erste Hund war, der in den Mond mit Belka geflogen ist? Echt? Was hatte der für eine Uhr am Das war Handgelenk? ein Name. Das war noch sein Name, Strelka. Ah, okay. Mir war es nicht. Ja, ist der auch wieder runtergekommen Ist eigentlich? es? Nee, die sind nicht mehr zurück. Nee. Das waren die ersten Versuche. Aber sind sehr bekannt. Also Strelka und Belka sind so die. Vielleicht ist er ja trotzdem runtergekommen. Später. In den Sternen. Nein! Er ist einfach runtergekommen. Sonst ist die Geschichte sehr, sehr traurig, weißt du da. Ja, nein, das gehört zu unserer Entwicklung. Ist halt so, ne? Sind auch Menschen schon, die nicht zurückgekommen sind. Ja, echt? Ja, klar, der Gagarin. Ja. Mark. Ist der echt nicht zurückgekommen? Nein, natürlich nicht. Gagarin. Ja, machen wir weiter mit Man einem... kann nicht immer alles wissen. Also ich weiß das, Marc weiß nicht. Und, Genau, das wusste ich jetzt nicht. und Nein. ich weiß immer mehr als Hast dich er. schon mal gut geschlagen? Aber warum ist es so komplex jetzt? Warum ist die Uhr so teuer dann? Ja, wie? Lachst du auch, oder was? Nein, also die Sache ist, das ist halt ein komplexes Uhrwerk. Ja, deswegen sage ich, was ist denn daran so komplex? Ja, du hast eine gibt Mondphase, ja. du hast den Kalender, Ja. du hast das Datum, du hast die Power Reserve Anzeige, das in einem Automatikgehäuse, was relativ flach ist. Automatik,
Automatik auch noch. Automatikblät, ja. Genau. Was haben wir jetzt noch auf der anderen Seite? Ja, Machen wir mal weiter mit Rolex und zwar der GMT Master. Die ist neu. Die ist neu. Die ist neu. La la. Boah, die kenne ich noch. Boah, das sieht aber richtig mega schön aus. So einen habe ich noch nie gesehen. Ja. Was macht man damit? Die ist bestimmt teuer. Bisschen teuer. Weiß-goldene GMT Master. Weiß-golden GMT Master mit blauem Zifferblatt, absolut nagelneu. GMT Master ist eigentlich sehr praktisch, wenn man unterwegs ist. Warum? Genau, man kann damit zwei Zeitzonen quasi sehen. Ja, so, genau, okay. Wenn man so fliegt, jetzt zum Beispiel nach Amerika oder so. Ja. Genau, hat man so zwei, oder Russland auch. Genau, man kann das einstellen und wie das dann am Ende funktioniert, erklärst du uns jetzt selbstverständlich. Du siehst, also man hat hier auf der Lünette, das ist halt also diese Frage stellen sich die meisten. Man hat hier einmal den normalen Stundenzeiger. Ne? Das heißt, die normale Zeit kann man so ablesen. Da führt, also, so 10 nach 5 zum Beispiel. Genau, jetzt haben wir hier kurz nach 5. Ja. Und dann siehst du hier diesen roten Zeiger hier auf dem Ziffernblatt. Und der rote Zeiger zeigt aktuell hier auf 23 Uhr. Wo? Auf der Lünette, hier außenrum. Die kannst du ja verschieben. Ja, aber wo ist 23 Uhr gerade? Das musst du nachgucken in der Tabelle. Ach, auch noch? Ja, also zum Beispiel... 60.000 Euro musst du bei Google gucken, wo ist denn gerade 23 Uhr? Ja, du musst gucken, wo jetzt gerade im Moment halt die Uhrzeit ist. Und so kannst du das dann halt verstellen. Ne? Du kannst den Zeiger so verstellen. Und der bewegt sich dann wirklich immer so. In 24 Stunden, der rote Zeiger geht in 24 Stunden einmal herum. Und so kannst du darüber dann über die Lünette, über dieses Ding außen, was man, darüber liest du die zweite Zeitzone aus. Zum Beispiel in New York ist es jetzt, keine Ahnung, 21 Uhr. Verrückt. Und das Datum hat es auch. Datum hat es auch. Was ist denn daran besonders, warum es hat das blaue Zifferblatt und nicht typische Weiß? Weil die aus Weißgold ist. Alle Weißgold-GMT-Modelle Genau. haben ein blaues Zifferblatt. Genau. Mehr davon. Mehr davon, ja. Was machen wir jetzt? Wir machen mal mit einer etwas teureren Uhr weiter. Richard Mille. Richard Mille. Was macht man mit der Uhr? Die kauft man, wenn man einfach es kann und trägt einfach, wenn man es einfach kann. Ja, und die hat auch Funktion. Mehr macht es die Uhr nicht. Nee. Funktion. Das ist Titan. Da haben wir ein Kautschukarmband dran. Die Uhr zeigt uns erstens natürlich die Uhrzeit. Das ist wie in der Schule so, weißt du, wenn du sagst so, mein Name ist Viktoria Gebauer, ich bin geboren in... Also, pass auf. Das hat auf jeden Fall auch diesen dritten Zeiger. Das heißt, es würde jetzt auch irgendwo zeigen. Nee, das ist dann Sekunden, Timer. Das ist Timer. Timer? Chronograph. Chronograph, ist richtig. Aber genau. noch was. Also, das haben wir jetzt. Hier ist noch ein... Oh, das geht zurück, klar. Komm so vor, als würdest du die Uhr... Pass auf, jetzt habe ich das so gemacht und hat angefangen, das sich zu drehen. Also ist noch ein kleiner Aber guck mal, Strelka. der Strelka bewegt sich immer. Das ist die kleine Sekunde. Das ist die kleine Sekunde. Okay, dann haben wir noch links noch einmal mit 55 komische Zahlen, die komplett andersrum aufgebaut sind. Datum? Nein. Ja, Datum. Datum auch? Aber Hey, das nicht. ist doch da oben. Siehst du doch, was denkst du, was das Ja, ist? hier oben Datum, aber das hier. Nein. Wofür ist das? Das ist, um die Minuten zu zählen. Der hier zählt, wenn du jetzt hier... Sekunde oder das Minute? Okay. Das hier sind 60 Sekunden. Das hier sind 60 Minuten, eine Stunde. Und das hier sind die Stunden unten. Nochmal, zusätzlich alles. Ja. Man hat es einfach doppelt, weil es so teuer ist. Nicht doppelt, sondern du zählst jetzt zum Beispiel, du möchtest die Wann Zeit... zählst du das? Ja, wann zählst du das? Ein Welche- Kinofilm dauert 2 Stunden. Dann Okay. kannst du damit den Film messen. Okay, du sitzt da mit deinem Popcorn, riesem Cola in Dunkelheit und versuchst hier genau Es ist theoretisch, hier es ist einzustellen, wie lange doch diesen Film läuft. Du kannst gucken. Unmöglich. Du kannst da nichts gucken. Ich sag nur die Funktion. Aber sieht schön aus. Okay. Also ich mag mittlerweile Richard Mille sehr, Danach hat keiner gefragt. Nein. weil ich weiß, es einfach was ganz Besonderes ist. Ne? Und wenn man sowas bekommt, ist es einfach schon, Okay, warum ist das was das ist Besonderes? schon was Besonderes. Es gibt erstmal nicht so viele. Es ist sehr teuer meistens. Hat krasse Funktionen, wie wir gerade festgestellt haben. Das nicht alle haben. Ne? Also die Uhr jetzt für 3.000 Euro haben es einfach nicht, muss man sagen. Okay. Plus Titan, plus dies, das, Richard Mille. Natürlich irgendwo Marker. Du magst das gerne. Und Ja, okay. Es ist ein Nischenhersteller, der wenig Stückzahlen macht und stellt jede Schraube selber her. Ne? Ja. Und du hast hier unten noch zwischen 5 und
und 4 Uhr noch einen Monatskalender. Also Auch noch? der zeigt jetzt zum Beispiel hier April an, 4. April, 4. Okay. Das ist die Funktion von Wo dieser werden Uhr. die produziert? Ja, in der Schweiz. Auch in der Schweiz. Okay. Ja. Jetzt machen wir weiter mit einer etwas einfacheren Uhr und zwar die Tudor Black Bay in Blau. Das ist, Victoria, was ist das für eine Tudor Funktion? Black Bay. Tudor kommt eigentlich von Rolex, von Firma Rolex. Die hatten manchmal früher, oder jetzt nicht mehr, aber früher hatten die auch Zeichen von Rolex hier auf der Sehr Schließe. gut, sehr gut. Genau, irgendwann mal wurde es eingestellt. Ja. Produziert wird aber immer noch vom Haus Rolex. Das sind schon also getrennte, Werk. Jetzt nicht mehr? das sind schon getrennte. Aber das Werk war schon von Rolex. Beide drin. Marken, also Rolex, Tudor gehört auch Rolex. Genau. Und das Werk ist von Rolex drin. Nee, ist von Schon Tudor. von Tudor. Früher war es auch Früher von. war's. Ja, genau. Früher. Jetzt nicht mehr. Ja. Okay. So, das ist eine Chronometer, offizielle zertifizierte Tudor-Uhr. Die sieht nach Submarine aus, Ja, okay. weil da auch 200 Meter mit 650 FT steht. Also wofür nimmt man die dann? Man kann damit tauchen. Und was für eine Funktion hat die? Man kann damit sehr tief tauchen. Und die Lünette hat natürlich auch Ziffern. Das bedeutet, dass du hier auch irgendwie was ablesen kannst. Also, guck mal, Und du hast kannst du was? die Lünette, bei der GMT kannst du in beide Richtungen das drehen, okay? Okay. Du kannst die Lünette hier, kannst du aber nur in eine Richtung drehen. Du kannst nicht zurückdrehen. Ja, Du kannst und? nur nach vorne drehen. Du hast hier eine Graduierung. Zum Beispiel das Einfachste, es gibt mehrere Funktionen. Wir gehen jetzt erstmal nur auf eine Funktion ein, okay? Das heißt, du bist jetzt hier gerade in Mallorca, bist du am Strand und sagst jetzt, du gehst tauchen, Das ne? kann ich mir sehr gut vorstellen. Du gehst tauchen. Du Das möchtest haben wir auch auch tief. schon sogar versucht. Haben wir ne? auch schon gemacht. Wie Genau, war's? war sehr gut. Nicht erfolgreich. Und Weil du die Tudor nicht dabei hattest. so, du stellst jetzt hier den Zeiger, Ja. du stellst den Zeiger, den Minutenzeiger auf das Dreieck ein, okay? So, und jetzt gehst du ins Wasser. Du weißt, dass deine Luft ausreicht für 10 Minuten. Und so kannst du jetzt hier die Lünette halt darauf einstellen und mit einem Blick, egal auch wenn viel los ist, du guckst drauf und weißt immer, ach guck mal, jetzt zum Beispiel, wenn der Habe hier ich nur wäre, noch 5. 5 oder Dann 10 muss Minuten, dann muss ich ich wieder wieder nach nach oben. oben. Und das kann man nicht verstellen, weil du kannst nur nach vorne und um weniger Zeit zu haben. Aber du kannst nicht zurückdrehen. Und das ist so ein Sicherheitsmechanismus. Wie viel tiefer darf man mit Tudor-Uhr? Das steht doch da drauf, 200 Meter. 200 Meter. Ja. Okay. Es gibt auch andere, aber das ist jetzt halt eine Tauchuhr. Ne? So, und jetzt kommen wir, jetzt kommen wir zur Daytona. Wir haben hier eine ganz spezielle Ist auch natürlich. Aber was kann man mit der Daytona machen? Man kann die einfach in den Safe schließen, vergessen, dass du die hast und irgendwann mal Milliardär werden. Milliardär. Okay, Millionär. Also Okay. jetzt hat sich auf jeden Fall heftig entwickelt, was Preis angeht. Aber es geht um die Funktion. Die Funktionen von einer schönen, teuren Daytona Rainbow. Oder allgemein von der Diamanten. Daytona. Allgemein die Daytona. Ja, was war denn nochmal mit Daytona? Oh Gott, jetzt ist es aber peinlich. Daytona ist Chronograph auf jeden Fall. Okay. Das bedeutet, man kann es hier auch diese doppelte Zeit und so lesen. Und so ein Daytona, was war denn? Daytona ist doch irgendwas vom Chronograph Rennen. ist schon mal richtig, genau. Daytona ist doch was vom Rennen. Genau. Genau, Rennsport. Rennfahrer benutzt das was liest er denn da? Ich muss dafür mal eine andere holen und dann erkläre ich sofort. Wird die stehen, sagst du? Boah, die sieht so cool aus. Ja, ne? Ich kauf sie dir nicht. How much? Kaufst du mir nicht? So, hier haben wir jetzt mal eine Wissen normale 98? Daytona und hier wirst du sehen, Genau. dass auf der Lünette steht eine Graduierung. Ja, siehst du? Genau. Units per Hour. Ja, Units per Hour. Units per Hour. Also, man kann hier eine Warte. Durchschnitt, km/h. So schnell wie man fährt, ja? Okay. Und das Richtig. geht nur bis 400. Das heißt, du kannst nur 400 Nein. schnell fahren? Du kannst, hier beginnt das bei 400. Das heißt, Beginnt. die Geschwindigkeit, ne? Und geht halt runter dann bis, sagen wir mal, 60 km/h. Es funktioniert so, man hat also den Chronograph hier und man weiß, von hier bis hier, diese Distanz hier sind, sagen wir mal, 1 Kilometer. Ja. Okay? Das ist 1 Kilometer. So, jetzt fährt das Auto. Ferrari. Fährt, kommt hier, Ja. zack, du drückst drauf, Start, das Ding Bei, fährt. bei 300 km/h drücke Von ich noch außen, auf ich gucke von Dings außen, drauf. ich gucke von außen dazu. Du Ich gucke bist zu, dabei, ich du gucke guckst. zu. Okay. Zack, ich drück drauf. Stopp.
und dann steht hier zum Beispiel 200. Dann weiß ich, die Durchschnittsgeschwindigkeit von diesem Auto sind 200 km/h. Wofür braucht man das im Alltag? Im Alltag nicht. Das ist ein Toolwatch. Die sind entwickelt worden, um diese Messungen durchzuführen. Aber jetzt ernste Frage. Von diesen allen tollen Funktionen, was diese tollen, teure Uhren haben, nutzt jemand tatsächlich in den Bereichen, wofür die eigentlich gebaut wurden? Heute eher weniger. Ich denke mal, die GMT-Funktion, die zweite Zeitzone, nutzen schon viele Leute. Die Mondphase und das Datum natürlich auch. Man muss fairerweise sagen, Taucheruhren, da sind andere Taucheruhren besser. Ne? Okay. So, den Chronograph bei einer Richard Mille, nein. So, und bei einer Daytona, nein. Auch nicht, Nein. ne? Nein. Also, Aber ich muss sagen, also Daytona bei Rennfahrern, eigentlich kann ich mir gar nicht vorstellen, das passt irgendwie nicht. So okay, das solltest du eigentlich für dich behalten. Oder? Behalte das besser für dich. Okay, Ja. Es ist warum? darum, weil die DNA der Uhr auf jeden Fall im Rennsport liegt. Das ist also der Name Daytona Ich weiß, ist von dass einer Daytona Rennstrecke. ja, aber also außergewöhnlich, genau dieses Modell dafür ausgewählt wurde. Ja, weil das die Funktion der Durchschnittsgeschwindigkeit Ja, hat. aber das hätte vom Aussehen einfach anders aussehen können, trotzdem die Funktion haben. Muss ja nicht so aussehen. Ja, klar. Das meine ich. Klar. Stimmt, du hast recht. Soll ich mal Rolex anrufen und klären, wie das... Gute Idee. Oder? Ist eine gute Idee. Also jetzt ist mir tatsächlich so gerade Das ist eine gute Idee. Ruf klar mal Rolex geworden. an. Ja, Ja, Super. Daytona ist so eine schöne klassische Uhr. ja. Namen. Anzug und Ja. so. Ja gut, Name. Ich meine, wenn du kein Dings sprichst, verstehst du auch nicht, was Daytona bedeutet. Ja, Also, wenn du das kein irgendwie- Dings sprichst, ne? Ich weiß nicht, was Dings heißt. Kannst du so übersetzen, wie du es gerne hättest, so, weißt du? Also nein, so funktioniert Sprache nicht. Also Wörter haben Bedeutung. Kann auch ein Name sein, Daytona, Gebauer. Okay, bevor wir jetzt zu abstrakt werden und vielleicht eine Philosophieklasse oder eine Philosophiestunde aus diesem Projekt machen, ich danke dir. Ja, danke. Ich habe heute sehr viel gelernt. Ja? Sehr viel gelernt, wirklich. Frau Gebauer. Was kostet die Stunde? Ich hoffe nicht viel. Ne? 2000 € hier oben rein. Also vielen Dank fürs Einschauen. Schaut gerne bei ihr vorbei, auch auf YouTube. Sie macht so Parfum-Reviews. YouTube? Nein, auf noch nicht. Noch langsam. nicht. Instagram. Auf Instagram macht sie Instagram. Parfum-Reviews. Sie gibt ihre Meinung ab, die ich meistens nicht teile. Aber ja, was soll man sagen? Vielen Dank fürs Einschalten. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Bis bald. Ciao, ciao.